Grüß euch, Grüß euch. herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns überlegt, wir würden gern heute ein bisschen erzählen, was hat sich denn seit dem Jakobsweg getan. Wir sind jetzt ungefähr 2 Monate zurück, sind wieder voll im Alltag angekommen, aber wir haben doch ganz schön viel umgesetzt und der Jakobsweg hat nachgearbeitet. Was ist denn seither passiert, Konrad? Ja, wir haben die Videos gemacht, also einige, also von jedem Tag ein YouTube-Video und auch Videos, die mehrere Tage zusammenfassen. Ja, und das Buch, Das Buch! das Allerwichtigste. Unser Buch ist fertig und das war ja tatsächlich der Beginn all dessen, was wir da gemacht haben, weil, möchtest du die Geschichte noch einmal erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist? Also die Geschichte hat angefangen in einem Thermalbad in der Oststeiermark oder Weststeiermark. Na, wo war das eigentlich? In Köflach. Ich habe keine Ahnung mehr. Wir waren auf jeden Fall in einem Thermalbad und wir hatten ja schon länger die Idee, ein Buch gemeinsam zu machen. Wir haben ja schon Bücher gemeinsam gemacht. Konrad ist Illustrator, hat alle meine Bücher illustriert. Und jetzt hatten wir die Idee, wir machen ein Buch gemeinsam. Und zwar sollte das Thema die Heldenreise, die Verwandlung auf dem Weg, sollte das Buch beinhalten. Ja, Genau, und wir hatten schon ein Buch begonnen, das hat uns aber überhaupt nicht gefallen. Und jetzt haben wir hin und her überlegt und dann kam mir der Gedanke, den ich ausgesprochen habe, aber nicht ganz ernst gemeint habe, wieso machen wir nicht eine Reise oder wieso gehen wir nicht auf den Jakobsweg und schreiben darüber. Und Tom war vom ersten Moment an hell begeistert, was mich sehr überrascht hat. genau. Die Idee war, also du hattest den Gedanken, warum beschreiben wir eine Reise und machen sie nicht tatsächlich und schreiben im Anschluss über die Reise. Genau. Genau. Und ja, so ist es dann auch gekommen. Und dann war die fixe Idee im Raum und war auf der Welt, wir machen die Jakobsweg, haben dann begonnen zu recherchieren, haben uns unzählige Videos angesehen, haben uns Bücher gekauft und gelesen, waren in den ganzen Foren auf Facebook, haben uns schlau gemacht und uns ausgetauscht mit anderen Pilgern. Ja, Es war relativ schnell, war klar, wir gehen von Porto aus. Wir machen den portugiesischen Weg, weil wir nicht ganz so viel Zeit hatten oder Zeit auch investieren wollten. Und fürs Erste wollten wir mal einen kürzeren Weg gehen. Und dann haben wir losgelegt und unzählige Wanderungen gemacht. stimmt, wir haben im Sommer davor, den haben wir genutzt, 35 Wanderungen gemacht, um uns gut vorzubereiten, weil wir gedacht haben, das ist doch ein Unterfangen und ja, wir haben uns jetzt im Beruf auch nicht allzu viel bewegt und das ist doch jetzt eine Aufgabe, vor der wir stehen und wollten uns wirklich auch körperlich und mental darauf vorbereiten und haben den Sommer auch dementsprechend genutzt. Und dann haben wir eben schon begonnen mit unserem Camino. Also wir haben einen Blog eingerichtet, eine Website. Wir haben den YouTube-Kanal eingerichtet und haben den schon bespielt. Also das sind unsere Wandervideos auch dokumentiert. Einige von euch sind ja seit der Zeit auch dabei und begleiten uns da. Das heißt, ihr habt es mitverfolgen können. Auch den lustigen Ausflug in die Schweiz. Ja, ja. Und dann war es soweit und wir haben im Oktober 2025 sind wir ins Flugzeug gestiegen und nach Portugal geflogen, nach Porto. Und dann waren wir am Camino. Und dann gibt es eigentlich außer Gehen den ganzen Tag gar kein anderes Thema. Und es ist auch
um Tagebuch zu schreiben, ist eigentlich viel zu wenig Zeit. Und da haben wir zum Glück ein technisches Device gehabt, nämlich Dieses kleine Wunderding hier, das ist ein Plaud, nennen sie das. Das ist ein Diktiergerät, ein digitales mit KI-Funktion. Und das hatten wir eben dabei und haben jeden Tag am Abend den Tag reflektiert und unsere Eindrücke zusammengefasst, indem wir einfach zusammengesessen sind und kreuz und quer alles darauf gesprochen haben. Und es war eine gute Idee, weil wir haben so viele Eindrücke jeden Tag gehabt und so viel erlebt, dass wir uns zum Teil tatsächlich nicht mehr daran erinnert haben, in welcher Stadt waren wir gestern? Wie hat die Unterkunft vor 2 Tagen geheißen? Also das war wirklich, wirklich eine Herausforderung, weil es so viel zu erleben gab, so viel zu sehen gab, so viele Begegnungen, so viele Eindrücke, so viele Geschmäcker, Gerüche, Wahrnehmungen. Ja, es hätte uns oder hat uns überfordert und mit dem Gerät konnten wir eben unsere Eindrücke festhalten und das hat uns auch ermöglicht, dann nach der Reise ziemlich zügig und mit einer klaren Struktur die Reise in Buchform zu dokumentieren, weil wir hatten das tatsächlich in einer chronologischen Reihenfolge. Wir haben alle Orte, alle Begegnungen, alle unsere Eindrücke und Erlebnisse haben wir tagtäglich auf Band gesprochen. Das war im Nachhinein betrachtet eine wirklich gute Entscheidung. in diesem Buch sind ja auch die Videolinks. Ja, was was Das Besonderes. heißt, ich habe parallel an den Videos gearbeitet, während Tom das Buch gemacht hat. Das heißt, und wir haben für jede Etappe, für jeden Tag und jede Etappe haben wir jetzt quasi, wir haben einerseits das Video und wir haben unser Tagebucheintrag hier mit einem QR-Code, Quick Response, den du mit deinem Handy einfach scannen kannst und direkt zu dem entsprechenden Video springen kannst dann damit, dir das anschauen kannst und du kriegst halt wirklich, ja, du kriegst einen umfassenden Überblick, falls dich die Etappen interessieren und kriegst auch mit, wie wir das gehandhabt haben, wie es uns gegangen ist. Und da gab es ja Höhepunkte, es gab Tiefpunkte, es gab auf dieser Reise 2-mal Krankenhausaufenthalte. Wir haben mehrmals überlegt, schaffen wir das überhaupt? Können wir diese Reise beenden oder müssen wir vorzeitig abbrechen? Ja. Was ist noch im Buch enthalten? Rezepte. Genau. Weil wer den Weg gegangen ist, der wird wissen, also unglaublich gute Kulinarik in Portugal und Spanien und einige dieser Köstlichkeiten haben wir Wir haben ja festgehalten. weniger diese Pilgermenüs genossen, sondern wir haben wirklich geschaut, dass wir lokale Küche auch genießen Ja, und auch eine kulinarische Reise machen. Das war uns sehr wichtig. ja. Was haben wir dann noch? Wir haben noch ein paar Kapitel reingebracht in das Buch über zum Beispiel über den Botafumeiro. Was hat es damit auf sich? Wir haben die Horeos beschrieben, die Genau. uns ja überall am Weg begegnet sind und wirkliche Wahrzeichen für dieses Land auch sind, mit einer interessanten Geschichte. Ja, ein paar Fotos sind drinnen Viele Fotos. oder viele Fotos, ja, und viele Zeichnungen auch, Grafiken, Grafiken. die wir auch reingegeben haben. Ja, Ja, also, ja, war schön. Wir haben uns ja sehr gefreut, als wir dann die Videos fertig gehabt haben und jetzt auch noch einmal das Buch dazu in den Händen zu halten. Das ist schon, wie geht's dir damit eigentlich? Wie fühlt sich das an? es war, also das Video schneiden und das Buch produzieren war wie noch einmal die ganze Reise erleben und zum Teil fast wie zum ersten Mal erleben, weil man filmt so viel, wo man gar nicht weiß, also es ist einfach zu geballt am Camino selber. Wir hatten ja furchtbarste Wetterbedingungen. Wir hatten wirkliche Schwierigkeiten teilweise mit der Strecke, weil wir die Teilstücke manchmal etwas zu lang gewählt haben oder uns unterschätzt haben, also die Strecke überschätzt haben. Ja? Unterschätzt. Wir haben uns überschätzt und die Strecke unterschätzt, genau. Und
Ja, also wir waren teilweise auch wir waren müde, wir hatten Schmerzen, wir haben teilweise, also was mich betrifft, auch teilweise Hunger gehabt, weil ich nicht gewusst habe, wie lange dauert's jetzt noch, nicht ordentlich eingepackt, Proviant. Wir waren von so vielen Dingen abgelenkt, dass wir jetzt erst über die Filme wir haben Film gefilmt, also viel gefilmt, hatten ja insgesamt 3 Kameras und eine Drohne dabei. Jetzt erst über die Aufbereitung der Filme und der Videos ganz viel erst entdeckt haben, was uns Ja, dort und ich habe auch fast, viel ja, recherchiert. ja, Wo waren wir wirklich? Wie hieß das Restaurant? Wie hieß die Kirche? viele Dinge im Nachhinein erst auch klar geworden oder uns bewusst gemacht, ja. Und das ist eine sehr, sehr gute, wichtige Arbeit, weil sonst verschwindet alles in der Vergessenheit. Sonst verschwindet alles. Ja. Also wäre einfach schade. Und jetzt bin ich sehr froh, dass wir das Buch und die Videos haben. Eine sehr schöne Erfahrung, die wir jetzt damit auch machen, wenn wir mit Freunden oder Familie oder Interessierten über unsere Erfahrungen und unseren Weg reden, dass uns viele Leute erzählen, also den Weg sind ja schon einige vor uns gegangen. Viele, viele Menschen vor uns sind diesen Weg gegangen. Teilweise aber auch vor vielen Jahren. Und manche Erinnerungen sind noch sehr präsent, andere verblassen langsam. Und das ist jetzt auch etwas, wo ich mich sehr darüber freue, weil wir uns diesen Film, also diese Filme auch in ein paar Jahren anschauen können. Oder vielleicht auch in 10, in 20 Jahren, das noch sollte diese Plattform sind, aber das Videomaterial haben wir anschauen können und damit die Erinnerungen frisch und lebendig halten können. Genauso wie unsere Erinnerungen, die wir in dem Buch eben veröffentlicht haben und festgehalten haben. Also ich bin sehr dankbar, dass wir das auf die Art und Weise gemacht haben. Ich würde es euch, wenn ihr irgendwie die Gelegenheit dazu habt, und ich glaube, gerade Filmen ist heute, nachdem jeder wirklich, also die meisten wirklich schon gute Kameras auch am Handy dabei haben, es zahlt sich wirklich aus und es ist noch einmal eine andere Qualität, äh, wenn ihr euch das dann euch im Nachhinein noch einmal anschauen könnt. Was natürlich nicht heißen soll, dass ihr euch nicht voll und ganz auf den Weg einlassen sollt. Ja? Natürlich zählt das auch dazu und gehört dazu, aber Ja, ich, ja, das war auch meine Angst, dass ja, wir zu viel Kameras haben und dann gar nicht den Weg mehr erleben können. Das stimmt aber so nicht. Also wir haben den Weg mhm, meiner Meinung nach intensiver erlebt durch das Filmen. Wir haben bewusst auf Details geschaut. Äh, Das war also überhaupt nicht. Wir haben uns nicht so ablenken lassen und wir haben auch nicht eine Reportage über den Camino gemacht, wo wir dann selber gar nicht mehr das erleben ja. hätten können, sondern wir haben das gleichzeitig genossen und ich hoffe, das sieht man auch Mhm. in den Videos, dass uns das Ja, selber auch Spaß macht. Also es war schön. Ja, es war eindrucksvoll, es war schön. Grüße an der Stelle auch an Nancy in Seattle, die das hoffentlich sehen wird, die auch in unserem Buch ein kleines Kapitel bekommen hat. Ja, wir waren oder sind so begeistert gewesen und sind immer noch begeistert von diesem Weg und von dieser Erfahrung, dass wir gesagt haben, wir gehen im April noch einmal. Dann wird es der englische Weg, der Camino Inglés. Wir werden unsere Reise wieder dokumentieren. Solltet ihr bis dahin irgendwelche Fragen haben, was die Reise betrifft, die Vorbereitungen, die Erfahrungen, die Unterkünfte, die Kulinarik, die Verpflegung, den Rucksackservice, ja, oder auch was die Videos betrifft, was Buchveröffentlichungen betrifft, jederzeit gerne in die Kommentare. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns erhalten bleibt, gewogen bleibt, uns weiterhin begleitet. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, eine gute Zeit, alles Liebe. und das Buch ist überall erhältlich. Das ist das Wichtigste, weswegen wir dieses Video überhaupt machen. Wir sind wirklich stolz drauf. Genau. Ja, Ja, viel Spaß damit. Alles Liebe. Ciao. ciao.